Schwester Maria Susanne. Ich bin seit 1970 Schönstädter Marienschwester und das war die beste Entscheidung meines Lebens, dass ich Schönstädter Marienschwester geworden bin. Das heißt, das Leben war nicht immer einfach. Ich war als Lehrerin tätig, von daher kann ich reden. Aber das war nicht immer einfach. Und ich sage trotzdem, der liebe Gott hat mir die Kraft gegeben, mit den Problemen, die das Leben gebracht hat, fertig zu werden und ihn eigentlich tiefer zu lieben. Sie war ein vorsehungsgläubiges Kind. Das heißt, der Vorsehungsglaube ist bei ihr stark. Vielleicht würde sie auch erinnern, dass wir Menschen hinter allem den lieben Gott sehen sollen und fragen sollen, was will er wohl in dieser Situation? Das heißt, der Gott der Vorsehung, der will uns als Mitarbeiter haben. Er will, dass wir mitsorgen, dass diese Welt, in der ich stehe oder wir stehen, gut, besser, liebevoller, friedlicher wird. Und wenn ich das tue, dann bin ich eigentlich ein Vorbild für andere, die das tun auch sollen. Jeder soll es an seinem Platz tun, was die Welt besser macht, friedlicher, liebevoller, Gott gefällt. Sie war eine liebende Mutter. Sie hat schon als Lehrerin, wo sie noch keine Marienschwester war, sich um die Kinder gekümmert, die sie in der Schule hatte. Und das waren oft Leute oder Kinder aus armen Verhältnissen, sozial Schwache, wo die Eltern im Bergbau, der Vater im Bergbau war, die Mutter oft von Krankheit geplagt war. Und da hat sie gesorgt. Und sie hat zum Beispiel gesagt, sie liebt die Ärmsten am wärmsten. Ja? Also die Ärmsten, da hat sie das meiste, die meiste Liebe auch hingeschenkt. Weil sie auch merkte, sie brauchen das. Und der liebe Gott liebt mich, ja, dann habe ich auch die Aufgabe, die Menschen zu lieben. Was mir gerade einfiel, es kamen Leute hierher, die an der Nachkriegszeit ein Zimmer haben wollten, mal hier wohnen wollten oder nur etwas zu essen haben wollten, weil es ja eine arme Zeit war. Und wir waren als Gemeinschaft selber sehr arm. Ich weiß, oder es wird erzählt, dass einmal eine Familie hier um Aufnahme gebeten hat. Die Schwestern hatten kein Zimmer im Moment frei und dann hatten die sie weggeschickt. Ja, und Schwester Emilia hat das gehört und hat gesagt, das geht nicht. Ja, da hat sie den Leuten, hat sie nachgeforscht, wo die Menschen sind, wo die in welch, damit sie, hat ihnen Geld gegeben, damit sie wenigstens die Übernachtung bezahlen konnten. Ja? Das ist also ein Beispiel. Das andere ist hier genau passiert. Hier unten drunter war die Küche und dann da war die Küchenschwester und die wurde gebeten, armen Leuten was zu geben. Und sie hat hier auf der Treppe, hat sie ihnen öfter was gegeben. Und dann hat die Schwester Emilia gesagt, das, was du den armen Leuten gibst, ist nie verloren. Das kriegst du tausendfach zurück. Ich spucke mal große Töne. Die Schwester Emilia stellt das Menschenbild, das christliche Menschenbild dar, das unser Gründer, Pater Kinderlich, der Welt und der Kirche schenken wollte, nämlich den innerlich gelösten Menschen, der aus innerer Freiheit sich aber ganz an Gott bindet und seinen Wunsch erfüllt.
Ja? Sie ist der neue Mensch in der neuen Gemeinschaft. Ein Beispiel dafür. Neuer Mensch, das heißt von innen heraus selbstständig, aber ich will das. Ich tue das nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Wenn Sie, ich fange hier immer in diesem Raum an, die Leute fragen, gucken Sie sich mal die Schwester Emilie als Kind an und gucken sich die Schwester Emilie als reife Frau an. Können Sie anfangen, gleich erziehen. Und die meisten Leute machen das sehr schnell und sagen, oh, als Kind guckt sie sehr ernst und streng und als Jugendliche ängstlich. Ja, und da kurz vor ihrem Tod frei, offen, ja, aus einem Mensch, der innerlich unter Druck steht, wird ein freier Mensch. Ein neuer Mensch, der von innen heraus will. Ja? Und das hat sie bei Pater Kenneth nicht gelernt. Ja? Da hat sie erfahren, dass Gott nicht ein strenger Richter ist, wie sie das als Kind gemeint hat, wie auch die Zeit, die damalige Zeit das sah. Ja? Gott ist der Richter, der straft jeden und ich muss alles tun, um ihm nur zu gefallen und um es gut zu machen. Und bei ihr war diese Angst nicht eine Angst vor, ich kann das nicht oder so, sondern es war, wie kann ich den lieben Gott froh machen, wie kann ich ihm Freude machen. Ja? Und als erwachsener Mensch, als sag mal, Schülerin von unserem Gründer, Pater Kenneth, lernt sie, Gott ist nicht nur ein strenger Richter, sondern ein liebender Vater. Und als Kind kann ich immer zu dem liebenden Vater gehen. Ich kann ihm sagen, wenn ich etwas falsch gemacht habe, und ich habe wieder Mut, neu anzufangen.